und herzlich willkommen in der Bastelgarage. Jetzt sind so circa 6 Wochen, glaube ich, seit der Montage des Solar- bzw. des Balkonkraftwerkes von Anker, und zwar dem Modell RS40 vergangen. Und ich muss sagen, die produziert also echt sehr, sehr, sehr fleißig richtig viel Strom. Und da dachte ich mir, haust einfach ein paar Zahlen dazu raus. Das Balkonkraftwerk Anker Solix RS40 erzeugt jetzt bei mir seit circa 6 Wochen, also um es genau zu sagen, seit 43 Tagen, meinen eigenen grünen Strom. Zeit für eine kleine Zwischenbilanz. Lohnt sich die Mini-PV-Anlage? Zunächst einmal verlinke ich euch hier oben das Einbauvideo. Schaut es euch gerne an. Wird auch am Ende dieses Videos im Abspann angezeigt, da braucht ihr nur draufklicken. Hierin wird auch die komplette Montage und unter anderem die Anbringung auf einem Flachdach und hier an der Hauswand gezeigt. Es gab einige kleine Änderungen im Aufbau, die der richtigen Ausrichtung zur Sonne geschuldet waren. Das Flachdachpanel hier oben hatte ich etwas schräg gestellt, um besser die Morgensonne einzufangen, die von da aus ungefähr kommt. Mehr Leistung erhalte ich aber, wenn ich dieses Teil parallel, sprich hier, direkt zur Sonne stehen habe. Bei dem zweiten Panel hier habe ich eigentlich, um es kurz und bündig zu sagen, die Verschattung unterschätzt. Und zwar habe ich hier oben eine Dachrinne, die ist 20 cm, steht die ungefähr von der Wand weg. Und hier zwischen habe ich so 10-15 cm Platz bis zum Panel. Das reicht aber nicht. Das, was ich total überschätzt oder unterschätzt habe, ist tatsächlich die Verschattung von dieser Dachrinne. Die wirft hier oben oder hat hier unten im oberen Drittel mindestens 10 cm verschattet. Und das habe ich umgeändert. Und zwar habe ich einfach dieses Panel 15 cm tiefer gehangen und seitdem produziert das genau die Menge, die es eigentlich soll. Apropos Leistung. Das Anker Solix RS40 hat 2 Panel, die jeweils 415 Watt Strom erzeugen. Macht zusammen 830 Watt Spitzenleistung. Damit hat man etwas Reserve, um auch bei weniger sonnigen Bedingungen möglichst viel aus dem Wechselrichter herauszuholen. Der Mikrowechselrichter, der Gleichstrom in Wechselstrom umwandelt, kann dadurch bis zu 600 Watt hausfertige Leistung liefern und damit als steckerfertige Anlage direkt in Betrieb genommen werden. Die mitgelieferte Ankeraufstellung erlaubt übrigens eine Einstellung von 30, 35, 40 und 45 Grad. Aber schauen wir uns doch tatsächlich erst einmal den Ertrag an, sprich wie viel Strom ich erzeugt und wie viel Geld ich eingespart habe. Das zeige ich einmal hier an der Handy-App von Anker, die man sich ganz leicht herunterladen und installieren kann. Der Wechselrichter hat integriertes WLAN, sodass die automatisch erfassten Leistungen direkt aufs Handy übertragen werden. Die App berechnet dann den Verbrauch und das eingesparte Geld. Ich starte die App einmal kurz. Das dauert manchmal 1-2 Sekunden, bis die Daten da sind. Das liegt daran, dass die Daten in einer Cloud gespeichert werden. Warum Cloud? Na, damit man auch von unterwegs die Daten abrufen kann. Wir sind ja nicht immer im heimischen Netzwerk und da ist es doch sehr praktisch. In den 43 Tagen, die das Balkonkraftwerk Strom liefert, habe ich 127,62 Kilowatt erzeugt und 128 Kilogramm CO2 eingespart. Das ergibt, in meinem Fall habe ich 37 Cent pro Kilowatt veranschlagt, eine Einsparung von 47,20 € für 6 Wochen. Bei den meisten von euch wird wahrscheinlich die Strompreisbremse von 40 Cent je Kilowatt greifen. Das wären dann 51,04 € Einsparung. Im Mai war die Tageshöchstleistung 4,86 Kilowatt und im Juni bisher 4,58 Kilowatt. Und das finde ich für etwas mehr als 6 Wochen doch recht beachtlich. In meinem Fall wird der Strom zu fast 100% für meine Poolpumpe verbraucht. Die Pumpe verbraucht ca. 530 Watt in der Stunde und arbeitet 9 Stunden am Tag. Bis zu 600 Watt habe ich an den sonnigen Tagen im Mai und Anfang Juni mit der Solaranlage in der Mittagszeit erzeugt. Natürlich ist diese Rechnung so nicht ganz korrekt, weil zum Beispiel morgens um 10 Uhr, wenn meine Poolpumpe anläuft, produziert sie meist nur 310 Watt,
Ich meine, das ist schon sehr beachtlich und erst ca. 1,5 Stunden später wird bei sonnigem Wetter die volle Leistung erreicht. Überschüssige, nicht selbstverbrauchter Strom muss leider kostenlos ins Stromnetz abgegeben werden. Das ist gesetzlich so geregelt. Aber im Moment tut sich ja da viel und das wird dann demnächst hoffentlich auch geändert. Das heißt für euch, für mich, man bekommt kein Geld dafür. Für Normalverbraucher bedeutet so eine Balkonkraftanlage natürlich eine einfache Änderung des Verbrauchsverhaltens, der Verbrauchszeiten. Ich wohne in einem Haus mit Einliegerwohnung, also 2 Stromzählern. Jede Wohnung hat einen eigenen Zähler und so darf ich für jede Wohnung ein Balkonkraftwerk anschließen. Das zweite Balkonkraftwerk liefert nun auch meist in der Mittagszeit genügend Strom und so sollte man zu diesem Zeitpunkt Verbraucher wie Spülmaschine, Waschmaschine und Trockner laufen lassen. Das ist eine sinnvolle und einfach zu handhabende Maßnahme, um selbst erzeugten Strom auch tatsächlich selbst zu verbrauchen. Ich muss noch einmal auf die verschiedenen Einflüsse der Schrägstellung der Panel eingehen. In unseren mitteleuropäischen Breitengraden ist eine Schrägstellung von 30 Grad bis 35 Grad im Sommer optimal. Im Winter wäre für die tiefer stehende Sonne eine Gradzahl von 40 bis 45 Grad sinnvoll. Jedoch bringe zum Beispiel im Sommer eine Neigung von 10 Grad, wenn man das Solarpanel an das Balkongitter anbringt, noch immer laut Anker bis zu 90% der maximalen Energie. Also ich denke, richtig planen, wo steht die Sonne wann und die Bereitschaft eventuell etwas zu ändern, helfen den optimalen Standort herauszufinden. Das Anker Solix RS40 Balkonkraftwerk ist ein Komplettsystem mit den beiden 415 Watt Solarpanel, steckerfertigem 600 Watt Wechselrichter, allen Kabeln, Schrauben, Schraubendreher, Gabelschlüssel und natürlich den passenden Aufstellern für den Balkon, Flachdachmontage wie hier oben, Hausmontmontage wie hier, wird alles mitgeliefert. Mich hat die Leistung und der Komplettpreis überzeugt. Auch wenn es nur ein kleiner Schritt für die Zukunft ist, bin ich doch froh, das in meiner Macht Stehende getan zu haben, um unabhängiger von fossilen Stoffen zu werden. Ob auch die Anlage sich für dich lohnt, kann ich nicht sagen. Das hängt vom Einzelfall ab und wie sich demnächst die gesetzliche Lage zum positiven, einfacheren Aufstellen ändert. Unter dem Video ist die Adresse, Rabattcode und vieles mehr verlinkt. Wer möchte, kann mit dem Rabattcode bis zum 31.12.2023 einen Preisvorteil von 12% auf die Komplettanlage erhalten. In diesem Sinne bedanke ich mich für euer Zuschauen, sage Danke, bis dann, Gruß aus der Bastelgarage, euer Jürgen.